Okay, dann wollen wir mal. Let's go. Vielleicht kommen wir jetzt aus dem Tunnel raus. Ich sollte nämlich auch mal so langsam meine Magie auffüllen. Einen Augenblick. Nur damit ich das als Thumbnail habe später. Vielleicht. So. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch ein Endboss. Gott sei Dank. Seht mal, ist das der Ausgang? Das ist er. Wir können endlich hier raus. Sieht aus, als könnten wir endlich mal kurz durchatmen. Oder auch nicht. Oh nein, das kann nicht sein. Look. Das Brüllen eines Drachen? Und spürt ihr auch dieses Beben? Das Beben wird stärker. Was in aller Welt geht hier vor sich? Das ist übel. Decke stürzt gleich ein. Zum Ausgang. Schnell. Oh shit. Kann ich die kaputt hauen? Nein. Ich kann aber durchrollen und ich bin tot. Scheiße. Der Tod der Fantasie. Ärgerlich. Ja, komm. Warum müssen da auch Kisten sein? Und warum ist die Brücke gefühlt länger als sie eigentlich ist? Haben die jetzt echt die Kisten weggenommen? Die haben die Kisten weggenommen, weil ich gestorben bin. We actually made it out. And in one piece, no less. Speak for ja. yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. Sehr schön, haben wir es endlich aus der Mine geschafft. 7 Grad. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child. Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Sie waren Helden. Your parents were heroes. It changed everything.
taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by levitating it or standing atop it to glide about. A royal rascal, that one. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? It was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Your Highness, this way! Hurry these blackguards into the palace! My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave! You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Don't falter! Give chase! Stop! They dare harm him! I failed him again. Highness! Highness! What is this? His Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could wake him. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way. To dispel the curse, its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for His Highness, for the king, and for the very future of this country.
He must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations, we'd see it repaid. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes, of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. I'm beat. So, und schauen wir uns direkt hier erstmal um, ob wir vielleicht hier im Lager noch was haben. Aber es regnet noch immer und es ist schon ziemlich spät, also sollten wir uns einfach ein wenig ausruhen. Okay, also können wir wohl gar nicht erkunden. Was hast du uns denn zu sagen, Gallica? Ich kann einfach nicht glauben, dass nicht nur dir, sondern auch Stroll und Grius diese Macht gegeben wurde. Als es geschah, hörte ich wieder diese seltsame Stimme. Ich frage mich, was dahinter steckt. Puh, das war ein langer Tag. Jetzt ist es dunkel und das Magla war ungewöhnlich dicht. Ich hoffe, morgen einen wunderschönen, wolkenlosen Tag dingsen zu können. Konnte nicht weiterlesen. Bis nach Grand Thread ist es noch ein weiter Weg. Du solltest dich für morgen ausruhen. So, Grios altes Haus. Einige Zeit nach dem Angriff entschieden wir innerhalb unserer kleinen Gruppe, seine Hoheit heimlich in ein geeignetes Versteck zu bringen. Er wurde im königlichen Palast angegriffen, dem Ort, wo er am sichersten hätte sein sollen. In Grand Thread wäre der nächste Angriff nur eine Frage der Zeit gewesen. Selbstredend wurde seine Hoheit als vermisst gemeldet und sein Tod schließlich offiziell bestätigt. Damals wurde unsere Organisation gegründet, um seine Hoheit wieder an die Macht zu bringen. Es gibt sicherlich auch jene, die uns aufgrund der heimlichen Flucht aus dem Palast verabscheuen. Schließlich wusste selbst die Königsgarde, die seine Hoheit mit ihrem Leben beschützt, rein gar nichts. Andernfalls hätte sie uns aufhalten müssen. Und wenn sie uns begleitet oder ziehen lassen hätte, hätte sie sich des Verrats schuldig gemacht. Ein schreckliches Schicksal für junge Ritter mit einer Zukunft. So, Straw, was hast du zu sagen? Ich wollte der Armee beitreten, um mich auf herkömmliche Weise hocharbeiten. Hätte nie gedacht, dass es mal zu so etwas kommt. Ich hätte nie gedacht, mal Menschen oder Drachen zu begegnen und eine außergewöhnliche Macht zu erhalten. War mir dieser Weg schon immer vorbestimmt oder ist alles dank dir geschehen? Jedenfalls will ich mich nicht beschweren. Sobald wir das Anteil vollbracht haben und der Prinz wieder an der Macht ist, sollte unser Land vor einer besseren Zukunft stehen. Ich werde mich an Luis rächen, was es auch kosten mag. Ich muss zugeben, dass dieses Kampieren langsam lästig wird. Sobald wir in Grand Thread sind, werde ich mir eine üppige Mahlzeit gönnen. Campen ist doch geil, ich weiß gar nicht, was du hast. Aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ruhen wir uns aus. I'm pretty sure I fell asleep. Ach so, die reden, das ist gut. Well, then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger. You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you soar to new heights. One day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do,
That is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies. Only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge victorious. When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. Until we meet again. The royal funeral draws ever closer. 4 days remain. Schon wieder Wassertag. Good. Fertig, dann machen wir uns auf den Weg. Das Begräbnis des Königs steht kurz bevor, nicht wahr? Wir sollten schnell nach Grand Trade zurückkehren. Dann machen wir es doch. This place here. Wir müssen bald eine Kutsche ergattern, um diese Strecke zur königlichen Hauptstadt zu überbrücken. Let's go. Wir können nicht länger warten. Bist du bereit? Ja, gehen wir nach Grand Trade. Great. Richtig. Let's move out. Jedenfalls sollten wir los. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. 2 days remain. Oh shit. Nur noch 2 Tage. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louise zealots, too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort. Sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. Wie geht es dir damit? You okay? Unfortunately, I'd not had time to put any names to faces. Don't even know the name of the Roussant fella we talked down. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp. Milady, welcome back, and thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. 'Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever closer. 1 day remains.
Escaping the Nord mines, the party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Uchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. Morgen ist es also soweit. The fog's rolling in. Rain's the last thing we need. Can this funeral withstand more misfortune? I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. We'll talk details once we're there. Und dann werden wir Luis eine Angerkarte schicken. Wäre auf jeden Fall witzig, wenn das, auch, wenn das auch irgendwie so ähnlich funktionieren würde wie in Persona 5. So, Stroll. Bin gespannt auf die Unterkunft, von der Grios gesprochen hat. Ich muss mich endlich mal richtig ausruhen. Konnte man hier nicht irgendwo auch shoppen gehen? Ich schau mal. Was haben wir denn hier? Können wir hier rein? Nau Filono. Im Ernst, eine Taverne? Aber machen wir erstmal mit der Mission weiter, statt essen zu gehen. Wir können später immer noch wiederkommen, okay? Hey. Ah, okay. Lässt uns da nicht lang. So, was mit dir? Scharfsichtiger Mann. Oh, kann das sein? Sind Sie ein Elder, nicht wahr? Meine Güte, ich habe noch nie ein Mitglied dieses Stammes gesehen. Sie sind wohl nicht aus der Gegend. Sie kommen von außerhalb, nicht wahr? Das stimmt. Verstehe. Ich bin schon ein wenig neidisch auf Sie. Außerhalb der Stadt zu reisen ist gefährlich, sofern man keinen Fairnessläufer hat. Nun, wenn das Ihr erster Besuch hier ist, dann sollten Sie lieber aufpassen. Die Leute hier sind wenig begeistert von Mitgliedern ihres Stammes. Ah, okay. Just pathetic. Just pathetic. Look, I don't give a toss who's king. I just want some coin. Das ist also die Schattengasse. Klingt nach einem guten Ort, um sich vor suchenden Blicken zu verstecken. Aber wo ist das Gasthaus? Denkst du, wir sollten uns umhören? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, der sieht irgendwie so gar nicht gesund aus. So, quatschen wir erstmal mit dir. Müder Mann. Das Gasthaus zur flüsternden Honigbiene? Da verkehrt nur die allerübelste Sorte. Nun, besuchen Sie es auf eigene Gefahr. Kennen Sie die schmale Gasse rechts hinter dem Galgen? Folgen Sie ihr, dann kommen Sie an eine Treppe. Es liegt am Ende des Weges. Ah, okay. Wo ist denn der Galgen? Hier. Okay, dahinter muss das sein, aber ich schaue mich erstmal um. Oder auch nicht. Hier können wir wahrscheinlich auch nicht vorbei. Und wir müssen hier lang. Hier war aber noch ein Schild. Ein Friseur. Okay. Am Ende des Ganges, sagt er. Aber ich gehe trotzdem hier mal gucken. Was ist das denn? Hier. Magiehaus Zwielicht. Sieht nicht wie ein Zünderladen aus. Dieses ganze dunkle, zwielichtige interessiert mich zwar schon, aber gerade müssen wir woanders hin. Ha, schade. Können wir da also auch nicht rein? Sieh mich nicht an, verdammter Elder. Ha, Arschloch. Watch out for pickpockets. You can bet they'll all see you as an easy mark. Da sind wir. Got it.
Endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches auf dem Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. You're back. Papa, welcome home. Well, hello, my Maria. I trust you've been staying out of trouble. These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Hey! I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened. Something bad. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Oh, spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. Die essen doch nur Kartoffeln und Tomaten. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted bidou. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. In Ordnung. All right. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves, but I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? At least? Machen wir das. Look at that. Gucken, was er noch zu sagen hat. Nach dem ständigen harten Boden unserer Lagerstätten freue ich mich auf heute Nacht. Mit Grius Tochter wirst du noch fertig, oder? Ja, ich denke schon. Wo könnte sie denn sein? Hier. Okay, sie ist nicht da, dann wird sie wohl noch unten sein. Reden wir aber erstmal mit ihr hier, mit Fabienne. Grius und ich kennen schon recht lange. Ich will
dass ihr euch auch wie zu Hause fühlt. Did you need something? Spielen wir ein Spiel? I was thinking we could play a game. Play a game? But it's already nighttime. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book, and that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before, so I was wondering what they're like. Wollen wir es gemeinsam lesen? Wanna read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. There's so many pictures. Are all books like this? Miss Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. Hilfst du jeden Tag aus? Do you help out every day? It's lots and lots of work, but it's fun too. Plus, I like when people say I'm clever, so I've got to work really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting. Geht es dir auch wirklich gut? Are you sure you're doing all right? Yes, Papa's always like this when he comes home, but I'm happy he's here. Thank you. It was fun talking to you. Lass uns das mal wiederholen. Let's do this again sometime. Really? You don't mind talking to me? Then it's a promise. You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. Sie muss selbst Angst haben, aber sie ist trotzdem vom ganzen Herzen um unsere Sicherheit besorgt. Marias gutmütige Art ist sehr tröstlich. The pure-hearted Neuer Social Link. Maria. Within her dwells the virtue of the healer. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Thank you. Nice. Jetzt habe ich Heiler-Archetype. Aber ich möchte meinen noch ungern wechseln. I wonder if Papa will stay for longer this time. It'd be sad if he had to leave right away. Wir kriegen das sicher hin. I'm sure it'll work out. Okay. I think I'll try to read a little bit more, and then I'll go find Miss Fabienne and go to bed. Alright, I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. What's this say? Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal, all live in safety, and the rich and poor are as one, with no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting, and everyone always gets along. Wow. Where is this place? No one gets left alone there, right? I wish I could go. Can I read a little more? We're probably not going to bed anytime soon. As dawn breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. The King's casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there.
On my mark, you'll create a distraction. Draw Luis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Keine Sorge, das mache ich schon. Don't worry, I'll handle it. I appreciate it. The girl just has trouble making friends is all. We're going to split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll see to everything here, don't worry. Papa? I'll be back tonight. Be a good girl while I'm gone, eh? Wir können noch etwas lesen. We can read a little more from my book, all right? Really? Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful. See you soon. Once it's over, we'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Ich würde gerne mal speichern. Right then. Let's get ourselves ready, then head for the Grand Cathedral. Standorte von Einrichtungen. Drücke RB, um die Umgebungskarte zu öffnen. Symbole zeigen an, wo sich die jeweiligen Einrichtungen befinden. Wesentliche Einrichtungen sind zum Beispiel der Waffenladen, der Rüstladen, der Rüstungsladen, der Krämerladen und der Magieladen. Let's go. Zur großen Kathedrale müssen wir die San Lomeo Straße nehmen und dann am Platz vor dem Galgen rechts abbiegen. Unterwegs kommen wir an ein paar Waffen- und Rüstungsläden vorbei, da können wir uns eindecken. Wenn du sie nicht findest, sieh auf der Karte nach. Machen wir es doch erstmal. Erstmal aber wollte ich gerne nicht hier, sondern ich wollte speichern. So, und dann können wir uns ja noch die Läden einmal anschauen. Hier war ja dieser Magieladen irgendwo. Genau hier. Oh. Heute ist die königliche Beerdigung. Der König ist wirklich weg. In der Flasche ist auch nicht mehr viel über. Da muss ich meine eigene Beerdigung veranstalten. Hahaha. Was für eine Fahne. Was ist los mit ihm? Da kommen wir nicht durch, also machen wir lieber einen großen Bogen um ihn. Oh, das ist doch blöd. Alright then. Gut. Ach, da ist Moor wieder. Dann besuchen wir nochmal Academia. Now, where was I? Fascinating. Du hast also einen neuen Archetyp gefunden. Du bist wirklich zuverlässig. Gib mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du ihn studieren möchtest. Wir schauen erst, was er für Skills hat. Oh, danke, dass du gekommen bist. Wie ich erwartet habe, gehst du deinen eigenen Weg. Ausgezeichnet. Ich weiß, das kommt plötzlich, aber ich wollte dich etwas über die Kraft fragen, mit der ihr alle gesegnet seid. Die Archetypen. Ich möchte dir gerne eine Aufgabe geben. Was für eine Aufgabe denn? Sich furchtlos der Veränderung zu stellen, die nicht nur die Form verändert, sondern auch den heldenhaften Kern offenbart, der in dir steckt. Das ist es, was hinter den Archetypen steckt. Die Helden des Königreichs haben alle einen Funken solcher Kräfte gezeigt, aber nicht so ausgeprägt wie du. Leider sind sie und ihre Geschichten in Vergessenheit geraten. Ein einsamer Held ist kein Held, sondern nur ein Dissident. Ohne die Hilfe anderer gehen seine Ideale im Fluss der Geschichte unter und sein Wirken bleibt unbemerkt. Das gleiche gilt für Archetypen.
Ein Archetyp entfaltet seine ultimative Kraft erst, wenn du viele heldenhafte Verkörperungen erhältst und vereinst. Wenn du das erreichst, wird mein Traum sich erfüllen. Ich bin mir sicher, gemeinsam können wir den ersten Schritt gehen, um die ideale Welt aus dem Roman umzusetzen. Auch für mich ist die Erforschung dieser Macht essentiell. Deine erste Aufgabe ist es, die heldenhafte Verkörperung Heiler auszubilden. Diese Aufgabe wird dir sicher die Gelegenheit bieten, die Fähigkeit, andere auf deine Seite zu ziehen, zu verbessern. Also die Auswirkung deiner königlichen Tugend. Erhöht Fantasie, auf Rang 10. Und das kann von jedem durchgeführt werden. Okay, ich soll ihn auf Rang 10 bringen. Please. Du musst nur deine Aufgabe erfüllen und dann mit mir sprechen. Dann werde ich grenzenlose Erkenntnis erlangen. Warum hilfst du mir? Warum tust du das alles, um mir zu helfen? Ich habe es dir bereits erklärt. Es ist eine persönliche Entscheidung, von der wir beide profitieren können. Yes, that's right. Eine Konfrontation mit deinem Erzfeind ist unausweichlich, nicht wahr? Egal, was du planst oder welche Tricks du versuchst, am Ende wirst du dich Graf Louis stellen müssen. Deswegen musst du neue und stärkere Archetypen erwecken und erforschen, wie sich ihre Kräfte gegenseitig ergänzen. Durch zufällige Begegnungen kann ein Held wachsen und die Welt verändern. Als jemand mit den gleichen Idealen werde ich an diesem Wachstum teilhaben. Und dadurch wird meine Erinnerung langsam zurückkehren. Das Königssiegel, das sie unterdrückt, könnte verblassen. Beispielsweise Erinnerungen über diesen Ort und warum der König mich hier eingesperrt hat. Durch Forschung erlangst du mehr Macht und ich meine Erinnerung zurück. Am Ende verwirklichen wir meine Utopie. Wir beide profitieren von dieser Abmachung, nicht wahr? Deine Bemühungen haben meine Forschung bereits vorangebracht. Jetzt kann ich mehr tun, um dir zu helfen. Wenn ein Archetyp eine Fähigkeit erlernt hat, kann ich dafür sorgen, dass auch andere Archetypen sie erben können. Oh. Ich kann es dir jederzeit zeigen. So werden deine Begegnungen mit anderen deine Kräfte noch weiter stärken. Okay. Regards. Lass uns diese schweren Zeiten gemeinsam angehen. Ich habe große Hoffnung für unsere künftigen Projekte. Please, do make yourselves comfortable. Das Fertigkeitserbe steht jetzt zur Verfügung. Du kannst jetzt zuvor erlernte Fähigkeiten mit Mark freischalten und sie an andere Archetypen weitergeben. Es ist möglich, die Fertigkeiten, die jeder Archetyp erbt, individuell festzulegen, okay? Fertigkeiten erben, was haben wir denn hier? Was kann Darby denn erben? Von Sucher. Erworben 1. Achso, wahrscheinlich, weil die, bis jetzt nur einen trainiert haben oder so. Was könnte denn der Heiler machen? Der ist hier, ne? Ach, er lernt Hammer, okay. Dann würde ich das doch Darby geben. Aber dann hat er keinen Heilungszauber mehr. Oder ich geb's Stroll. Was würde er denn als nächstes so lernen? Gucken wir mal. Was ist denn Fertigkeitserbe? Ach so. Boah, schwierige Entscheidung jetzt.
Aber es macht doch eher Sinn, wenn ich... Genau, er kriegt nämlich nicht diese Protagonistenfähigkeit. I see. Ich mach das einfach mal. Fascinating. This right here. All right. Ja, bitte. I'm counting on you. Of course. Ich höre die Stimmen der hellen Seelen der Vergangenheit. O würdiges Herz, das aus Ängsten Stärke gewinnt. Wenn du bereit bist, dem Bedürftigen die Hand zu reichen, selbst in der Hitze des Gefechts, werde ich dir unsere Seele schenken, die des Heilers. Really? Das ist also die Macht des Heilers. Ich schwöre die Macht der Wiederherstellung und der Lichtmagie in mir. Ich werde anderen helfen und für alle Not tun, was in meiner Macht steht. Cool. New skills, new possibilities. Ja. Achso, und dann kann ich zurückwechseln? Ach so, ja, okay, dann kann ich einfach hin und her switchen, dann, das ist gut, okay. Und ich möchte jetzt mal was gucken. So, Fertigkeiten erben, Darby. Ich kann eine erben, wenn ich möchte. Ich möchte aber noch mal was schauen. Einzelheiten. Da steht, glaube ich... Ach doch, Rang 20. 9, 15 und 20. Ich weiß noch nicht, ob ich noch Fähigkeiten erben möchte. Ich habe jetzt nicht so verstanden, ob ich nur eine jetzt erben kann oder später mehr. Ich lasse das erstmal so. So, dann können wir hier auch raus. Und dann, hoppla. Speichern wir doch direkt nochmal.